Ja, mein Name ist Michael Kilburg. Ich bin Juniorchef bei unserem Weingut Kilburg, kleines Familienweingut in Braunberg an der Mittelmosel. Wir bewirtschaften rund 17 Hektar Rebfläche, darunter hauptsächlich Riesling, aber auch Weißburgunder, Spätburgunder, Schwarzriesling, Bacchus und Kerner. Also der beste Zeitpunkt zum Laubschnitt, also zum Einkürzen der oberen Triebe, ist eigentlich der Zeitpunkt. Von der Pflanze her gesehen möchte man eigentlich immer möglichst lange Triebe bekommen, um das Längenwachstum möglichst weit in die Länge zu ziehen, weil dadurch auch die Trauben länger werden und dadurch weniger anfällig für ein Abquetschen nachher im Herbst, weil einfach das Stielgerüst länger ist. Weil der Zeitpunkt des ersten Laubschnitts ist auch immer der Zeitpunkt, wo das Längenwachstum gekappt wird. Und die Triebe ziehen sich daher nicht mehr in die Länge, sondern bleiben quasi auf dem Stand stehen. Danach werden dann nur noch die Geiztriebe ausgestoßen, aber das Längenwachstum an sich bleibt stehen. Und daher halt versucht man möglichst lange immer zu warten mit dem Laubschnitt, obwohl es natürlich immer eine Frage ist von der Arbeitsweise her, muss ja auch immer gerade passen vom Zeitpunkt her, aber tendenziell möglichst lange warten, bevor man den ersten Laubschnitt macht. Aber spätestens, wenn jetzt zum Beispiel hier schon Triebe anfangen zu kippen, sollte man halt dann den ersten Schnitt machen. Während man früher die Reben halt von Hand zurückgeschnitten hat, ist das heute halt durch Mechanisierung nicht mehr nötig. Man fährt einfach mit der Maschine durch, die mit Messern dann die Triebe einkürzt. Vorteil von Hand hat man eigentlich keine. Es ist halt nur noch teilweise in Stalzlagen noch nicht möglich mit Mechanisierung. Ansonsten wird es überall dann mit der Maschine gehandhabt. Der Zeitpunkt des ersten Schnittes hängt natürlich hauptsächlich von der Rebsorte ab, aber auch von der Wüchsigkeit der Anlage. Tendenziell ist zum Beispiel eine Dornfelder Anlage durch die langen Internolienabstände immer relativ früh im Laubschnitt dran, während ein Riesling etwas später dran ist, aber es variiert halt komplett von der Wüchsigkeit der Anlage. Und je nach Jahr kann man sich natürlich überlegen, wann man den ersten Laubschnitt macht, in Abhängigkeit. Dadurch, dass man natürlich auch eine bessere Durchlüftung der Anlage erhält, weil die Triebe dann nicht mehr so lange überstehen. Und in puncto Pflanzenschutz dann natürlich auch die Ausbringung besser ist, wenn jetzt nicht so viel Laub vorhanden ist. Und dann halt die Abtrocknung schneller vorangeht. Ja, ich stehe jetzt hier vor unserem Laubschneider. Der ist eigentlich in der Funktionsweise recht simpel zu erklären. Da sind rundherum Messer angebracht, die nachher über Keilriemen, über einen Ölmotor angetrieben werden. Und auf die gewünschte Breite, die man einstellen kann, schneidet das nachher dann die Laubwand genau in der Form, wie man möchte. Hier zu der Maschine kann man eventuell noch sagen, dass es durch das hintergesetzte Messer auch möglich ist, extreme Breiten zu fahren, für eventuell auch Minimalschnittanlagen damit zu bewirtschaften.